Kirche 2.0, was ist das und was kann das mit einem aktuellen christlichen Erleben zu tun haben? Das ist das Thema von diesem Video. Mein Name ist Carsten Riseo, dies ist der Kanal Kernbeißer, Gedanken zur Bibel. Aber in diesem Video geht es nicht direkt um die Bibel, es geht um die Art der Gemeinschaft, die Art der Kirche, die Menschen heute sein möchten. Und was willst du? Das ist hier die Frage. Wenn es eine Kirche 2.0 gibt, dann natürlich auch so etwas wie Kirche 1.0. Und das sind meine Begriffe, die ich dafür nutze. Andere Menschen sprechen über die gleiche Sache, aber nutzen dafür andere Wörter. Die sagen vielleicht Dekonstruktion. Und dann denke ich, dann wird Kirche 1.0 abgebrochen. All das, was in dem alten, bisherigen Glaubensverständnis war, das war vor allem eine christliche Ausprägung, ein bestimmtes Verständnis, wie Christentum zu funktionieren hat. Das wird dekonstruiert, also auseinandergenommen. Und dann manche versuchen das wieder zu rekonstruieren, mit einer besseren Inhalt, mit lebendigeren Glaubensformen, andere Gemeinschaften. Und das sind Versuchsballone, die man hochlässt in der Hoffnung, dass irgendetwas davon auch zu einer tragfähigen christlichen Kultur werden kann. Eine Kultur, die man zu Recht dann als neu definieren könnte und vielleicht kommt man so dann zu einer Kirche 2.0. Also Kirche 1.0, Kirche 2.0 und wir leben in einer Zeit dazwischen. Wir leben in einer Zwischenzeit, worin sich Dinge ändern. Woran sehe ich das? Ich sehe das, dass die Kirche schon seit Jahrzehnten leer laufen. Da ist nur noch ein kleiner Rest. Die Kirche ist keine Volkskirche mehr, sondern eine Randerscheinung in unserer Gesellschaft. Die Freikirchen leiden an eine hohe Durchströmungsrate. Leute kommen, bleiben kurz, aber gehen nachher wieder und fließen still ab. Es gibt viele Leute, die zwar einen eigenen Glauben haben, aber die in der heutigen Form von Kirchen und Freikirchen dafür kein geeigneter Platz mehr finden. Und sie steigen vielleicht etwas desillusioniert aus und sagen, damit kann ich mich nicht mehr identifizieren. Also wir haben hier den Begriff Identifikation und die alte Struktur gilt nicht mehr als Identifikation. Also Leute, die sagen, ach, wir haben so einen großen Relevanzverlust in der Kirche und ich wünsche mir doch, dass die Kirche wieder voll ist, die sehnen sich zurück nach dem Fleischtöpfen von Ägypten in einem biblischen Vergleich, während man schon längstens in die Wüste hinausgezogen ist. Leute, die dekonstruieren, die proben gerade den Exodus, landen in der Wüste und müssen sich dort bewähren. Es ist eine Zwischenzeit, man ist noch nicht in das verheißene Land, man ist aus Ägypten ausgezogen, man ist irgendwo dazwischen. Und was gibt es da alles für Sachen? Das sind Fragen des täglichen Lebens, das sind Fragen der Ausrichtung, es sind Fragen des Inhalts, was machen wir eigentlich hier und warum machen wir das? Und dann gibt es Leute, die vorangehen, die versuchen einfach ihren Weg zu finden oder auch Richtung für andere oder mit anderen herauszuschälen. Das ist eine spannende Zeit, worin wir leben. Und wie können wir diesen Übergang verstehen? Das ist hier in diesem Video das eigentliche Anliegen. Viele Menschen möchten Glaube heute neu denken, aber finden dafür kein geeignetes Gefäß. Es gibt also im Verhältnis sehr viele Kirchengebäude, die alle prägend sind für Kirche 1.0, aber es gibt noch sehr wenig Orte, worin Menschen über die Zukunft nachdenken. Und das hängt auch damit zusammen, dass wer heute noch in Kirche 1.0 ist, sehr viel Gutes daran sieht.
Es sind natürlich alle Leute weg, die Änderung wollen, und was bleibt, das sind die Leute, die mehrheitlich keine Änderung wollen. Und das macht es immer schwieriger, in der Kirche 1.0 eine Änderung zu bewirken. Es braucht neue Gefäße, neue Räume, worin man Glaube diskutieren kann, erörtern kann, teilen kann, entdecken kann, damit man wieder eine neue Art von Gemeinschaft findet. Denn Kirche 2.0, wenn es irgendetwas sein sollte, dann denke ich, dass das eine neue Art von Gemeinschaft ist. Vergleichen wir also jetzt einmal diese Kirche 1.0 Merkmale mit Kirche 2.0 Merkmale. Kirche 1.0 und 2.0 unterscheiden sich. Kirche 1.0, sage ich mal, hat eine starke hierarchische Prägung. Oben ist die Kirchenleitung, ist die Gemeindeleitung, da sind Pfarrer und Pastoren, die erhalten ihr Gehalt von der zahlenden Rest. 5% geht es ganz gut auf Basis dieser Struktur, auf Basis dieser Hierarchie, und der Rest zahlt dafür, dass sie Gemeinschaft haben. Das kann man als ganz gut einschätzen, aber wenn die Gemeinden immer kleiner werden und die Leute sich aus der Kirche verabschieden, wird das Geld weniger und diese Struktur ist nicht länger tragbar. In Kirche 2.0 wird das vermutlich ganz anders aussehen. Die Gemeinschaft sieht anders aus und auch die Hierarchie wird keine solche mehr sein. Ich denke, dass die Kirche 2.0 eine flache Hierarchie hat. Die Menschen stehen nebeneinander und entscheiden sich alle für sich, dass sie Teil sein möchten dieser Gemeinschaft. In Kirche 1.0 kann man einfach zur Kirche kommen, man zahlt dafür und man kann als Konsument hineintreten und man bekommt zum Beispiel eine Predigt geliefert. Oder wenn man krank ist oder dem Tode nahe, dann kann man den Pfarrer herbei beordern, der dann einfach bestimmte Rituale vollzieht, mit dir betet, was immer auch. In Kirche 2.0 wird das anders ablaufen. Vielleicht gibt es so etwas wie Pfarrer, Prediger, Bibellehrer, was immer das es auch gibt, aber diese sind vielleicht auch sonst noch tätig in einem anderen Beruf. Die werden also nicht zwingend immer aus der Gemeinschaft bezahlt, wie das für heutige Pastoren und Pfarrer eigentlich immer der Fall ist. Es gibt bereits heute in der Schweiz und auch in anderen Ländern Situationen, wo der Pfarrer nicht mehr aus der Gemeinde oder sogar aus der Kantonalkirche bezahlt werden kann. In Deutschland wurde eine Untersuchung gemacht und es ist ganz klar, dass es gravierende Änderungen gibt. In Holland ist die Kirche schon längstens keine Staatskirche mehr und es gibt auch keine Steuer mehr für die Kirchen, die dann einfach reinfließen, sondern es gibt so etwas wie Mitgliedschaften. Und die Mitgliedschaft, die muss dann auch bezahlt werden, wenn man aktiv Mitglied sein will. Und wo liegt dann die Grenze zwischen öffentlichen Diensten und einfach Gemeinschaft für alle? Wie will man das gestalten? Das sind Fragen. Also ich habe hier keine Antworten, ich will Fragen vermitteln, denn die Fragen zeigen, wohin das es weitergeht. Und vielleicht muss man jetzt Fragen stellen, in einem Jahr wieder Fragen stellen und das über viele Jahre hinweg, bis sich nach und nach eine Kirche oder eine Glaubensgemeinschaft 2.0 herausarbeitet. Es gibt keine einfachen Fragen, es gibt keine einfachen Antworten. Wer aber in der Kirche 1.0 bleiben wird, kann rein durch diesen Entscheid kaum etwas beitragen an die Entwicklung von Kirche 2.0. Kirche 2.0, das ist eine Pionierlösung und sie kann natürlich getragen werden von Leuten aus Kirche 1.0, aber es braucht etwas ganz anderes. Und diese Art der Gemeinschaft, die gesucht wird, die muss auf Gleichwertigkeit beruhen. Wenn es das nicht tut, wenn es immer noch unterschiedliche Klassen gibt, sozusagen, die aus einer Hierarchie abgeleitet werden, dann hat man nur eine andere Variante von Kirche 1.0 erfunden, nicht eine neue Form gefunden. Wie kann man sich das nachstellen? Man kann es sich so nachstellen, dass man sagt, so jetzt bin ich aus der Kirche ausgetreten, ich bin nicht mehr in einer Gemeinde, was mache ich jetzt? Und Leute gehen zum Beispiel online und suchen sich Videos wie diese und sagen, ich habe keinen Kontakt mehr mit Kirchen oder Freikirchen, aber ich will mich weiterhin auseinandersetzen. Nicht wenige Leute,
die hier auf diesem Kanal mitschauen, die schreiben mir dann und sagen, Carsten, hast du irgendwelche andere Kontakte bei mir in der Nähe? Und diese habe ich nicht, denn ich mache keine Datenbank davon und auch das Bereitstellen von solchen Daten ist eigentlich nicht sehr geeignet. Ich habe auf Hossatalk eine Community-App gesehen, die dort im Einsatz ist. Das ist eine gute Alternative. Das ist so eine Gemeinschafts-App, die kann man auch für eine Gemeinde erstellen lassen. Hossatalk hat das für die eigene Plattform so gemacht und darin kann man austauschen. Man kann suchen nach Leuten in bestimmten Gegenden. Solche Sachen sind technisch heute möglich. Denn die bisherige Kirche 1.0, die war oft lokal, aber die aktuelle Ausrichtung vieler Christen ist oft schon national, wenn nicht international. Wenn die Sprache kein Hindernis ist, dann wird man auch Englisch oder Französisch oder Spanisch oder was immer auch durchsuchen auf dem Internet, damit man Input bekommt für den eigenen Glauben. Dann kann man auch denken, dass Leute wieder zusammenfinden, ungezwungen, ohne diese hierarchische Struktur, in kleinen Kreisen, einen Bibelkreis zusammen machen, einen Hauskreis, sich gelegentlich treffen auf ein Bier, in einem Biergarten, in einem Café, so etwas machen. Es gab auch Cafés, die einfach dann geschlossen waren in Zeiten und Gläubige haben dann gesagt, oh, wir wollen eigentlich gerne dieses Café, das hier geschlossen ist, zum Beispiel an einem Samstagmorgen, das wollen wir gerne für 2-3 Stunden haben, vielleicht können wir das mieten oder so. Und dann treffen wir ganz ungezwungen, ohne kirchliche Struktur, ohne irgendwelche Hemmschwellen, bieten wir einfach ein Café an für Leute, die hier kommen wollen und reden wollen. Ich war jahrelang, bin ich auch zu einem Projekt in St. Gallen gegangen und dort gab es, einmal im Monat gab es eine Veranstaltung im Theater, im Lounge vom Theater. Und diese Veranstaltung, da konnte man einfach hinkommen, das war sehr niederschwellig. Es gab jedes Mal einen Vortrag, sehr interessant, man konnte darüber austauschen. Es waren lebendige Berichte, die Leute kamen freiwillig, sie kamen ganz bewusst und es war eine andere Form von Gemeinschaft. Diese Art von Erfahrungen, die wird es in Zukunft noch mehr geben. Was kann es nicht sein? Es kann nicht ein Zusammenarbeitsverband sein. Also man kann nicht zurückschauen auf Kirche 1.0 und sagen, die Institution ist das Böse, denn die Institution hat sehr viele Vorteile, die es auch gebraucht hat. Man stellt sich vor, dass man sich jetzt losgelöst hat aus dieser wohl sehr stark institutionalisierten Kirchen und dann allein steht, in kleinen Gruppen steht und so und dann eines Tages denkt, ich stelle mir vor, dass man auch zum Beispiel nicht nur in diesem Dorf, in dieser Stadt zusammenkommen kann, sondern zum Beispiel national ein Treffen macht. Es gibt solche Treffen, etwa von Worthaus gibt es das. Und diese Treffen sind sehr wertvoll, weil sie Leute aus verschiedenen Gegenden zusammenfinden lässt. Dann hat man Gesprächspartner, dann kann man etwas machen. Aber ist das jetzt Kirche 2.0? Ich denke nicht. Ich denke, dass auch solche Begegnungen, wie wichtig sie auch sind, eine Art von Zwischenlösung sind oder Ergänzung. Möchte man aber feste Zusammenarbeit anschließen, zum Beispiel theologische Ausbildungen ermöglichen oder irgendwas anderes, dann sollte man sich überlegen, was für eine Struktur müssen wir machen. Und das Rad der Institutionalisierung fängt wieder von neuem an zu drehen. Deswegen ist die heutige Übergangszeit interessant, aber es kann nie ein Abschied sein von Institutionalisierung gesamthaft, weil dann darf man sich einfach nie mehr mit jemand anders treffen. Wie kann man sich also eine Gemeinschaft vorstellen? Jetzt komme ich zum letzten Teil von diesem Video. Ich selbst nutze verschiedene Bilder, die ganz grob angeben, wie ich mir Gemeinschaft vorstellen kann. Und wenn du etwas Gutes machen willst für dich oder für die Leute, mit denen du unterwegs bist, dann versuch einmal eigene Bilder zu machen. Es gibt in der Bibel, in den Briefen von Paulus, ein Bild für die Gemeinde, das ist der Körper Christi. Nur Paulus spricht davon. Der Körper, da sind alle voneinander abhängig und so und jeder hat seine eigene Funktion. Das war eine gute Beschreibung davon, wie eine Gemeinschaft, nämlich die ganz große Gemeinschaft von Christen,
funktionieren kann. Und im Kleinen gilt das natürlich auch in abgespeckter Version. Aber es gibt andere Bilder, die man nutzen kann. Ich nutze insbesondere 2 Bilder. Das erste Bild betrifft einen Raum. Und ich betrachte jede Art von Gemeinschaft, ob jetzt persönliche Freundschaft, Partnerschaft, Gemeinschaft von Gläubigen oder irgendeine andere Art von Gemeinschaft, betrachte ich als einen Raum. Also eine Gemeinschaft ist nicht einfach ein Faden, der zwischen 2 Menschen gespannen wird, sondern beide Menschen oder alle 3 oder alle 700 stehen in einem Raum, der von allen sozusagen erwünscht ist. Und dieser Raum, der kann zum Beispiel weiße Wände haben, Fenster haben, Türen haben. Die Fenster können geschlossen sein, sie können offen sein. Man kann vielleicht hinausschauen, man kann mit jemandem sprechen, der außerhalb am Fenster steht. Es können vielleicht auch Leute durch diesen Raum hindurchlaufen. Man kann aus dem Raum rausgehen und nach Belieben wieder reinkommen. Wie möchte man sich eine Gemeinschaft vorstellen? Und wenn man darüber mal miteinander spricht, wird man merken, dass jeder ein eigenes Bild, auch mit dem gleichen Raumbild, mit dem Beispiel, beschreibe mal den Raum, wie du Gemeinschaft siehst, dann wird doch jeder in der Runde einen anderen Raum mit anderen Merkmalen beschreiben. Das einmal lebendig vor Augen zu führen, kann aufzeigen, wie viele verschiedene Optionen eine Gemeinschaft bilden kann oder bilden darf oder vielleicht auch bilden sollte. Es geht ja nicht nur um Bibelkenntnis, es geht nicht nur darum, eine Institution am Leben zu halten, es geht ja nicht nur um dieses oder um jenes, sondern es geht um ganz viele Sachen. Das zweite Bild, was ich benutze, ist das Bild einer Reisegesellschaft. Also Gläubigen sind alle Teil einer Reisegesellschaft. Sie haben eines Tages einen Anruf bekommen, Post bekommen und gesagt, du bist eingeladen zu dieser Reisegesellschaft. Und dann sitzt man zusammen in einem Bus und ist unterwegs. Die einen sitzen links, der andere rechts. Und sie beschreiben einander, was sie sehen. Der eine schaut links aus dem Fenster und beschreibt die Landschaft links. Vielleicht fahren sie am Meer entlang, dann beschreibt er das Meer und den Strand und die Dünen und was immer da ist. Und rechts schaut er vielleicht auf eine Plantage und beschreiben die Leute, was sie beim Vorbeigehen dort sehen. Wieder jemand sitzt ganz vorne, neben dem Chauffeur sozusagen, schaut vorne auf der Straße und sagt, hey, ich sehe das Endziel schon. Und alle zusammen teilen sie ohne Vorurteile, was sie sehen und warum sie gerne an dieser Reise teilnehmen. Auch das ist ein Bild und man kann bestimmt noch weitere Bilder finden, womit man Glaubensgemeinschaft beschreiben kann. Und das Besprechen solcher Bilder kann dabei helfen, tragfähige Gemeinschaften zu bilden. Manche Leute wollen etwa ganz praktisch sich beschäftigen und sagen, ich will zusammen mit ein paar anderen Leuten ein Café machen, wo Leute sich begegnen können. Wir wollen sozusagen den äußeren Rahmen für gute Begegnungen liefern. Jemand anders sagt, mir ist die Bibel sehr wichtig und ich möchte daraus gute Beispiele herausarbeiten mit Leuten, die interessiert sind, damit wir daraus Kraft für unseren Glauben, eine Ernährung unseres Glaubens finden können. Es können ganz verschiedene Anliegen gebracht werden. Und das ist nicht theologisch, das sind viel menschliche Sachen, denn Gemeinschaft ist auch menschlich. Und die Kirchen von heute, die Gemeinschaften von heute, die sind menschlich. Also wenn ich sage, was will ich dann, was erwarte ich von einer christlichen Gemeinschaft? Oder sage ich das mal ganz allgemein, von einer Glaubensgemeinschaft, was immer das du glaubst, dann möchte ich gerne über meinen Glauben austauschen und darin bestätigt werden, beziehungsweise darüber lernen, vielleicht auch kritisch hinterfragen dürfen. Und ich will andere Menschen begegnen, denn ich bin Mensch, ich lebe von Gemeinschaft, von Begegnungen. Und wenn man das so offen miteinander bespricht, dann wird man auch merken, dass manche Leute sehr viel andere Menschen um sich herum brauchen und andere viel weniger. Also ich werde nie gerne mehr an große Veranstaltungen gehen. Ich halte das nicht aus. Ich bevorzuge persönliche Gespräche oder Gespräche
in einer kleinen Runde, wo ich finde, dass die Qualität vom Gespräch viel besser. Aber Menschen sind unterschiedlich. Und deswegen ist es von Bedeutung, dass man sich fragt, wie soll die Kirche der Zukunft aussehen? Was für eine Art von Gemeinschaft möchte ich in 5 Jahren haben, in 10 Jahren haben? Was will ich ändern? Will ich etwas ändern an meinem Verständnis, an meinem Frust, an was immer auch, dann braucht man vielleicht zuerst mal eine Selbsthilfegruppe, um etwas ablegen zu können, um etwas verarbeiten zu können. Aber was ist dann an der anderen Seite, wenn man die Ruhe gefunden hat, wenn man die Dankbarkeit neu entdeckt hat, wenn man wieder Gemeinschaft haben will, aber nicht weiß wie? Was sollte dann nachher sein? Rede darüber. Und das ist jetzt das Video für heute. Nachdenken über Kirche 1.0 und 2.0.